viel Gesprächsstoff drüber, über die Mission von Kirche und von Jesus. And if you ask some folks, they'll tell you, oh, it's all about justice and healing and serving the poor and community development. Manche sagen, oh, es geht um Gerechtigkeit, den Armen dienen, die Gesellschaft beeinflussen. And if you ask other people, they'll say, no, it's about reaching people far from God. It's about evangelism, reaching the lost, and discipleship. Und andere sagen, nein, es geht darum, Leute zu erreichen, die weit weg sind von Jesus. Es geht um Jüngerschaft, um Evangelisation. And if you ask me, I would say, hey, the mission's only going to be accomplished if there's movement, and movement means we have to be multiplying and reproducing. Und wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, die Mission erreichen wir nur, wenn es Bewegung gibt. Und Bewegung wird erreicht, indem ich die Mission multipliziere. So the question is, well, what really is the mission? Die Frage ist also, was ist jetzt wirklich die Mission? And so we spent literally 24 months trying to do spiritual formation and theology and think through, okay, let's make it crystal clear what the mission of Jesus is. So haben wir wirklich tatsächlich 24 Monate genommen, um das ganz kristallklar hinzukriegen, was ist wirklich unsere Mission, die Mission von Jesus für uns. And we felt like it was equally important that it was also easily explained. Und wir wussten auch, es wird genauso wichtig sein, dass es einfach zu erklären ist. If it was too complicated, it would not be remembered. Wenn es zu kompliziert ist, kann sich keiner merken. And as a sidebar, I would say, do your very best to make everything you do in your church not dumbed down, but simple to understand. So, und als kleine Nebenbemerkung von mir hier, mach alles in deiner Gemeinde so einfach wie möglich zu verstehen. Nicht dumm, aber so einfach wie möglich. So we concluded that the Jesus mission could be easily explained in 3 words. Und so haben wir beschlossen, die Mission von Jesus könnte man gut in 3 Worten erklären. And here's the first word. The first word was reach. Das erste Wort ist erreichen. About reaching people far from God. Menschen erreichen, die weit weg sind von Gott. Matthew 28:19, Jesus said to go into all the world, and we have to accept that challenge, that we're to go into all the world and reach people far from God. Und wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann meint er, geht hin und erreicht Menschen, die weit weg sind von Gott. But the second part of the mission was to restore. Und der zweite Teil der Mission heißt wiederherstellen. To restore God's dream for the world. Gottes Traum für die Welt wiederherstellen. In Luke 4:18, Jesus said, God has anointed me to bring good news to the poor. In Lukas 4,18 heißt es, der Herr hat mich gesalbt, gute Nachricht für die Armen zu bringen. And there's a dream that God had, and we see it in Genesis 1. Und das ist ein Traum, den Gott hat, und den seht ihr schon in Genesis 1. And our world is far different than it was in Genesis 1. Und unsere Welt heute ist ziemlich anders als damals in 1. Mose 1. And what God wants us to do is to restore that dream. Aber was Gott möchte, ist, dass wir diesen Traum wiederherstellen. To bring justice to things that are unjust. Gerechtigkeit dahin zu bringen, wo Ungerechtigkeit ist. But the third part of the mission then was to reproduce. Aber der dritte Teil ist reproduzieren. To reproduce the mission in others. Die Mission in anderen reproduzieren. We see that in Acts 1:8. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. We can see if we do the mission all alone and we never have an apprentice, it's just one and then we're done. Genau, und wenn wir versuchen, die Mission alleine umzusetzen und wir haben nie einen Azubi, dann ist es einfach einer und dann ist es vorbei. If you do a small group and you ever have an apprentice, you're only going to have one small group. Und wenn du eine Kleingruppe leitest, aber du hast keinen Azubi, dann wird es immer eine Kleingruppe bleiben. If you start one church and you never train another church planter, you're only going to ever have one church. Wenn du eine Gemeinde leitest und du trainierst keinen neuen Gemeindegründer, dann ist alles, was du immer haben wirst, eine Gemeinde. And so we put all this together and we said, listen, this is the Jesus mission. Und wir haben also diese 3 Dinge zusammengesteckt und haben gesagt, das ist die Mission von Jesus. And we told people, said, not only is this our church's mission, but somewhere in here is also your personal mission. Und wir haben dann gesagt, das ist nicht nur jetzt die Mission unserer Gemeinde, sondern irgendwo da drin steckt auch deine ganz persönliche Mission. And as we began to lay that out in simple ways of reach, restore, and reproduce, people began to get real clarity about, okay, now we understand the mission. Und als wir das dann so erklärt haben mit diesen 3 Begriffen, erreichen, wiederherstellen, reproduzieren, haben die Leute angefangen zu verstehen, ja, hier finde ich meinen Platz drin. Ja. So, first of all, we gave them this real clarity about the Jesus mission. Also das Erste, wir müssen eine richtige Klarheit kriegen über die Mission von Jesus. So now we had to give them some clear set of missional practices. Und dann brauchen wir eine klare missionale Praxis. Well, we began to look in Genesis chapter 12. Wir haben dann in 1. Mose 12 hineingeschaut. And it seems pretty clear to us that God's way for reaching, restoring His world was through a blessing strategy. Und es erschien uns ziemlich klar, dass Gottes Art, die Welt zu erreichen, eine Segnungsstrategie war. In Genesis chapter 12, God says to Abraham,
I will bless you. I will make your name great. You're going to be a blessing, and then all the world's going to be blessed through you. Und da sagt Gott in 1. Mose 12 zu Abraham, ich werde dich segnen, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und die ganze Welt soll durch dich gesegnet werden. And so what God did is he blessed Abraham relationally, financially, and spiritually, but the point of him being blessed was to be a blessing to others. Genau. Also er segnete Abraham auf verschiedenen Bereichen, sozial, finanziell, beziehungsmäßig, aber das Hauptziel war, dass er, Abraham, ein Segen für andere werden sollte. Okay, so the point of being a blessing is what? Also was ist das Ziel von dem Segen? To be a blessing to others. Ein Segen für andere werden. Exactly right. Yeah. So if this was God's strategy for restoring and reaching the world, I thought to myself, okay, would that really work? Wenn es also Gottes Strategie war, die Welt wiederherzustellen, dann habe ich mich gefragt, wird das wirklich funktionieren? Come on, don't you ever ask those questions? Fragst du dir nicht manchmal auch I solche know we read it in Fragen? the Bible, but you still kind of go like, would that really work? Ich weiß, wenn du die Bibel liest, dann fragst du dich doch auch manchmal, wird das wirklich funktionieren? Am I the only one? Bin ich hier der I'm the Einzige? only one. Okay. Ich bin der Einzige, okay. Well, I ran across a fascinating study. Ich habe ein faszinierendes Bibelstudium And the gemacht study was called Blessers versus Converters. und es hieß Segner gegen Bekehrer. And it was actually a doctoral study Das war tatsächlich ein Doktorstudium, was ich da gelesen habe, eine Doktorarbeit. where two teams of missionaries both went to Thailand. Und es ging um 2 Missionsteams, die nach Thailand gegangen sind. But they went to Thailand with two distinctly different missional strategies. Aber sie sind mit 2 ganz verschiedenen Missionsstrategien nach Thailand gegangen. The converters over here, they went with the sole intention of just converting, of evangelizing, and trying to save souls. Die Konverter hier, die Bekehrer, die sind hingegangen mit diesem einzigen Ziel, wir wollen Seelen gewinnen, wir wollen Leute bekehren. And the blessers over here, on the other hand, said, we're just going to bless people. I'm just here to bless whoever God sends my way. Und die Segner auf der anderen Seite, die haben gesagt, wir sind einfach hier, um alle Menschen zu segnen, die Gott in unseren Weg reinstellt. And they followed both groups for 2 years. Und die haben beide Gruppen 2 Jahre lang begleitet. And what they discovered after 2 years was very interesting. Was sie nach 2 Jahren entdeckt haben, war sehr interessant. They discovered that the blessers created a tremendous amount of social good in every community that they went into. Und sie haben festgestellt, dass diese Segner eine Menge an sozialem Guten hervorgerufen haben, in jedem Teil der Gesellschaft, wo sie There seemed to unterwegs be a waren. better community life, just kind of a better society. Es schien fast, als wäre eine bessere Gesellschaft entstanden, da wo sie waren. But not so for the converter group. Bei der Bekehrergruppe war das nicht so. But what was really surprising was that the blessers actually saw 100 conversions and the converters only saw 2. Aber was dann wirklich überraschend war, die Segner konnten 100 Bekehrungen miterleben und die Bekehrer nur 2. So the blessers actually had 50 times as many people who came to Christ as did the converters. So dass die Segner tatsächlich 50 Mal mehr Menschen gesehen haben, die zu Jesus kamen, als die Bekehrer. And so they concluded the best way to accomplish the Jesus mission of reaching and restoring is to be a blesser. Und so haben sie also daraus geschlossen, sagen wir, die beste Methode, Leute für Jesus zu gewinnen, ist zu segnen. And so based on Genesis 12 and also this research, we began to look at the life of Jesus and how he was a blessing to the people that he interacted with. Und jetzt ausgehend von Genesis 12 und auch von dieser Untersuchung hier, können wir mal sehen, wie Jesus das gemacht hat in seinem Leben, wie er Leute erreicht hat. And what began to emerge for us were 5 missional practices. Und wir sind damit mit 5 missionalen Übungen oder rausgekommen. Ja. And what we did with